Jo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gerade mal hier in den Raum zurückgezogen, weil draußen wird gekocht, die anderen schlafen noch. Übrigens, kleiner Tipp, ich zeige euch mal kurz, wie wir hier teilweise Frühstück machen. Also, das hier ist ein Gaskocher, den ihr hört. Ganz einfach Porridge, also Haferflocken. Das ist Milchpulver. Zum Abrunden Kakaopulver hier drin. Und noch ein paar Nüsse mit rein. Oder Obst. Oder Mangostreifen. Und ihr habt ein richtig geiles Frühstück, was auch richtig viel Kraft gibt am Morgen. Also das ist etwas, was ich halt immer mache. Und es ist auch vor allem sehr günstig. Also, außerdem ganz wichtig, Kaffee. Instant Coffee mit Milchpulver. Also, wir haben uns jetzt auch nochmal umentschieden. Wir laufen jetzt mit einer Gruppe von 5. Jetzt doch auf diese Steilwand zu. In der Hoffnung, dass wir sie erklimmen können. Wetter ist im Moment, naja, stabil würde ich es nicht nennen. Also wenn ihr euch den Himmel eben angeschaut habt, es ist unfassbar. Also es wechselt super schnell. Wir sind, irgendwo müssen wir da vorne hoch auf diese Steilwand. Und wir schauen uns das jetzt einfach an. Aber gut ist, es regnet nicht, es hat sehr viel getaut, deswegen steht hier alles unter Wasser. Und das erhöht natürlich die Chancen, dass wir das packen. Weil sonst müssen wir den ganzen Weg, den wir gestern hoch sind, wieder runter. Und da habe ich halt nicht so Bock drauf. Also lieber am letzten Tag nochmal ein bisschen Abenteuer und dann verdient nach Hause kommen. Bisher läuft es hier echt ganz gut. Und wird sich halt zeigen, wie es jetzt halt die nächsten 500-600 Meter wird, wenn es dann an die Steilwand geht. Also da wird es wirklich spannend, wenn wir hier durch Schmelzwasserbäche laufen. Einfach laufen, die sind fest. Alles gut, ich bin zufrieden. Ja, du machst gute Spuren. Einfach hinten rein und alles gut. Auf jeden Fall sind das schöne Bilder für die Kamera. Hier musst du nur sehr vorsichtig sein, das ist teilweise lose, das Geröll. So, also es gibt wieder mal eine Planänderung. Wir haben das abgebrochen. Es hat angefangen zu regnen. Und das sieht von hier unten noch so harmlos aus, aber das wird schon ganz schön heftig. Und jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg runter. Das ist halt blöd, weil wir fast oben waren. Ich bin halt ja, schon ein bisschen enttäuscht, aber gut, wir müssen da jetzt runter. Vielleicht machen wir nochmal einen Zwischenstopp bei der Hütte, weiß ich nicht. Und dann steigen wir heute endgültig ab. Also von daher, das Schlimmste haben wir hinter uns. Die Wolke wird hier ins Tal reingetrieben. Das sieht ziemlich cool aus. Wahrscheinlich kommt gleich richtig viel Regen wieder runter. Geil. Als hätten wir nicht schon genug Regen gehabt. Ich bin pitschnass, Schuhe sind nass, alles nass. Aber gut, muss man durch. Haben es nicht mehr so weit.
Also, das ist unser Weg. Der sah gestern auch noch ein wenig besser aus. Ein kleiner Bach. Mal gucken. Aber es geht eigentlich. Das geht ja da gleich weiter. Ja, es hat ein bisschen geregnet, wie man sieht. Und nach ein bisschen Regen sieht der Weg dann so aus. Und nein, das ist kein Flussbett, das ist der offizielle Weg. Wir sind wieder zurück im Hostel und ich habe ein kleines Problem. Meine Zahnbürste hat die Wanderung nicht so gut überstanden wie Martin. Oder andersrum. Ein Zahnbürste sieht Problem, besser aus als Martin. ein Problem, was sich nicht mit ein bisschen Kreativität lösen lässt. Ja. Oh shit, ey. So, erklär mal genau, was du da machst. Ich versuche gerade meine Zahnbürste mit Blasenpflaster-Tape wieder zu flicken, weil der Kopf abgebrochen ist und ich fürchte, das wird nicht funktionieren, weil das nicht stabil genug ist. Naja, laut Dr. Best darfst du damit keine Tomaten zerdrücken können. Und ich glaube, das kannst du damit auch nicht. Also Nee. sollte gehen. Sollte gehen, na Ja. geil. Also eine Zahnbürste, die ich geschenkt bekommen habe im Flugzeug, nochmal extra repariert, weil sonst dürfte Ja. ich jetzt 2 Tage lang keine Zähne putzen. Einfach so einen richtig dicken Ball. Ja. Den man dann tatsächlich im Den Mund man hat. immer so komplett in den Mund nehmen muss erst, bevor man an die hinteren Backenzähne kommt. Wie nennen sich die Bälle, die man sich so in den Mund klemmt? Keine Ahnung, was für Bälle. Diese roten Gummibälle? Ach so, so von den SM-Masken. Ja, genau. Keine Ahnung. Das machst du doch öfter. Ja, nur aber wenn die Kamera nicht dabei ist. Naja, mal gucken. Ja. Ich werde es gleich mal ausprobieren. Ja, okay, also bis gleich. Dann seht ihr berichte. das Ergebnis. Ja. So, was wir hier sehen, ist Martin MacGyvers Schuhtrocknungskonstruktion. Das ist ein Heizstrahler. Und das ist eine Mütze, die irgendwie an einem, ja, wie heißen die Teile? Ich hab's vergessen. Versuch's nochmal. Komm, versuch's nochmal. Kleiderbügel. Ich hab's verstanden. Ja, genau, die irgendwie an einem Kleiderbügel hängt.